Leute. Ja, nachdem ich in einem Video zuvor auch schon mal die Unsicherheit eines Schlosses demonstriert habe, habe ich mich jetzt mal umgesehen, inwieweit es dann auch sichere Schlösser gibt, die ihr verwenden könnt, um euer Fahrrad, euren Motorroller, euer Motorrad oder was auch immer abzuschließen und vernünftig zu sichern. Und ja, da bin ich hier auf dieses Bügelschloss gestoßen. Generell sind Bügelschlösser schon relativ sicher. Ja, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Trotzdem nochmal groß zur Einführung. Besteht halt hier aus einem Stahlbügel und dem Schlosskörper. Sehr stabil aufgebaut. Das Ganze hier ist 13 mm Stahl. Das kann man jetzt nicht so gut sehen, aber es ist halt nicht rund, sondern es ist quadratisch im Querschnitt. Das erschwert halt das Schneiden mit einem Bolzenschneider, weil dann immer gleich die Klinge auf die gesamte Fläche zu liegen kommt. Und ja, besitzt halt einen Schlosskörper mit einem sogenannten Scheibenschloss, was recht gut abgesichert ist gegen Picking, was ja dann die zweite Gefahr wäre. Und ja, es ist halt relativ schwer mit 1,6 Kilo in etwa. Von daher, ja, nicht für jedermann geeignet, um es dann jetzt mit durch die Gegend zu tragen, wenn man mit dem Fahrzeug oder was auch immer unterwegs ist. Aber ja, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um dann halt das Fahrzeug an einem festen Punkt zu befestigen. Einzige Einschränkung ist, dass man halt hier nur, ja, das sind glaube ich hier ungefähr 11 cm Platz hat. Also nicht an jedem Laternenpfahl wird es klappen, denn das Ganze muss hier dann ja dazwischen passen. Dann muss man das Schloss mit dem Schlüssel logischerweise entsperren. Dann kann man hier den Schlosskörper entsprechend abnehmen. Man sieht hier, ja, so, ja, das ist nicht so gut fokussiert jetzt. Aber hier sieht man halt die Kunststoffummantelung, die dann halt bis hier geht, und hier sieht man dann den tatsächlichen Stahlbügel mit den entsprechenden Ausbuchtungen, wo die Arretierung stattfindet. Das Ganze ist auch nicht aus dem Vollen herausgefräst. So wie es für mich aussieht, ist das halt geschmiedet, wodurch sich das Material hier an der Stelle dann nochmal weiter verdichtet, was dann halt die Stabilität nochmal weiter erhöht. Als Sicherheitsfeature ist das bei diesem Modell so, dass man den Schlüssel auch nicht abziehen kann, wenn das Schloss entsperrt ist, sondern ja, man muss halt das Schloss wieder verschließen, also den Bügel wieder einstecken, Schloss herumdrehen, um zu verschließen, und erst dann kann man den Schlüssel wieder abziehen. Ja, ich hoffe, das ist mal ein gutes Beispiel für ein Schloss. Wenn ihr überlegt, euch so ein Bügelschloss zu kaufen, guckt, dass ihr nicht das billigste nehmt. Ja, Preisklasse ungefähr ab 50 € ist aus meiner Sicht empfehlenswert. Es ist einfach so, dass die sehr günstigen Schlösser einfach schlechtere oder unsicherere Technik haben. Da ist dann halt der Bügel nicht randzonengehärtet wie bei dem hier. Besteht auch nicht aus einer Stahl-Mangan-Legierung, die halt dann Bolzenschneiderangriffen standhält oder besser auf jeden Fall standhält. Hat dann auch wahrscheinlich keinen Scheibenschlosszylinder, der gut gegen Picking geschützt ist. Und auch die restlichen Merkmale, also die mechanische Stabilität, ist dann meist nicht so gegeben. Also Leute, gebt auf jeden Fall ja, mindestens 50 € aufwärts aus, damit ihr auch ein vernünftiges Schloss habt, was euch auch eine gewisse Sicherheit bietet. Okay, das war es erstmal wieder von mir.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare und wenn ihr ein Abo dalasst. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.